Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Und ein immer wieder interessantes Thema ist doch unsere Zirbeldrüse. Unsere Expertin Elisabeth Westermann ist heute da, die sich wirklich auf Klangcodes und Frequenzen für die Zirbeldrüse spezialisiert hat. Sie wird uns heute reinnehmen mit in die verschiedenen Möglichkeiten. Was können wir selber für sie tun? Und was gibt es noch von außen für Hilfsmittel und Möglichkeiten, die Zirbeldrüse in ihrer Fähigkeit zu unterstützen? Ich freue mich sehr, dass sie heute da ist. Hallo, liebe Elisabeth. Hallo. Also ich kriege ein bisschen graue Haare, die ich ja schon habe, wenn du mich als Expertin für die Zirbeldrüse bezeichnest. Oh, für Klangcodes wollte ich sagen. Ja. Das ist überhaupt kein Problem. Ja. Das ist überhaupt kein Problem. Ich will das nur noch mal gesagt haben, weil ich bin keine Ärztin und keine Heilpraktikerin. Und von daher habe ich natürlich ein eingeschränktes Wissen. Ich habe mich damit befasst, sonst hätte ich ja die Klangcodes nicht holen können. Aber es gibt da mit Sicherheit noch viel, 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 viel mehr darüber zu entdecken. Auch im spirituellen Bereich. Sowohl im physischen als auch im spirituellen Bereich. Das ist mir auch absolut bewusst. So, was kann ich selber für meine Zirbeldrüse tun? Auch da gibt es von bis, es gibt eine ganze Menge Ansätze und eine ganze Menge Möglichkeiten. Ich möchte hier nur ganz kurz ein paar Dinge streifen, die jetzt außerhalb der Klangcodes sind. Das eine ist, auf alle Fälle habe ich immer wieder gehört, das Fluorid, dass man da einfach wirklich mit aufpasst. Es gibt in vielen Gegenden inzwischen fluoridiertes Trinkwasser, da also einen guten Filter anschaffen. Das ist auch für Glyphosat und ähnliche Konsorten, die auch oft im Wasser sind, sehr gut. Und auch das würde die Funktion der Zirbeldrüse stören. Also gute Wasserfilter sind auf alle Fälle ein gutes Thema. Und ich denke mal, dass dieser Sender da auch einiges zu bieten hat, was dieses Thema anbelangt. Also einfach mal auf Recherche gehen. Das andere ist, dass man eben eine Zahncreme benutzt, die kein Fluor oder Fluorid enthält. Ich will hier keine Werbung machen für irgendeine Firma und deswegen werde ich auch nichts sagen. Aber da kann man auch ein bisschen recherchieren und es gibt sogar bei Rossmann mindestens 2, von denen ich weiß. Ansonsten eben auch im Internet mit Sicherheit natürliche Zahncremes oder man macht sich eine selber. Kann man auch. Ja. So. Dass man beim Zahnarzt, wenn man die Zahnreinigung gemacht bekommt, eben auch darauf verzichtet, dass man da ein Fluoridgel auf die Zähne gemacht bekommt. Das Problem ist nämlich, das wäre jetzt gar nicht so furchtbar viel. Aber es hat sich herausgestellt bei den alternativ forschenden Menschen, dass der Körper dieses Fluorid nicht mehr ausscheidet. Das heißt, wenn du dann mal jenseits der 60 bist, zum Beispiel, dann hast du da schon einiges angesammelt in deinem Leben. Und dann wird es langsam immer schwieriger für die Zirbeldrüse. Und das wollen wir vermeiden. So, eine andere Geschichte, die man nicht vermeiden kann, aber wo es auch vielleicht Unterstützungen gibt, sind die Hochfrequenzstrahlungen in den verschiedensten Arten und Weisen. Auch da gibt es hier in diesem Sender mit Sicherheit einige gute Ansätze. Gibt auch eine Schweizer Firma, die da sehr intensiv mitarbeitet. Auch da mache ich jetzt keine Werbung, aber könnt ihr mal recherchieren. Es gibt eine Schweizer Firma, die auch mit zumindest mal 3 Universitäten zusammenarbeitet. Sehr, sehr gute Arbeit macht in dieser Richtung. So, also auch da könnte man mal forschen und gucken. Aber auch ich habe tatsächlich auf meiner Website für die Störstrahlung, hätte ich jetzt fast vergessen, da mache ich jetzt Werbung in eigener Sache, das darf ich. Klangcode-Pakete, die man sich runterladen kann für wirklich kleines Geld und die man dann auf Steine geben kann und diese Steine im Raum verteilen bzw. um den Hals tragen oder aber vielleicht einfach auch mal ans Handy oder in die Nähe des Laptops legen kann. Und auch das habe ich mir sagen lassen von sehr feinfühligen Menschen, ist absolut wirksam. Auch eine tolle Idee, ja. Ich glaube, man wird immer erfinderischer und gibt heutzutage auch immer mehr
Möglichkeiten, den Raum auch wirken zu können, gell? Oder? Die So Kreativität. ist es. Und die Steine sind lebendige Wesen, also Achtung, bitte vorher fragen, ob man das darf. Auch ein Stein hat ein Leben, klingt ein bisschen verrückt, aber ist so. So, und die meisten Steine machen das aber sehr gerne, weil alles, was auf dieser Erde existiert, möchte für die Erde und nicht gegen die Erde arbeiten. Und von daher, ja, es gibt da was fürs Wasser. Auch da ist, also es ist trotzdem gut, einen physischen Filter zu haben. Und wenn man das dann ergänzend hat mit den Steinen im Wasser, perfektissimo. Und dann diese Klangcodes, Pakete und die kosten, also auf alle Fälle weit unter 100 €. Ja? Und man kann damit das ganze Haus bestücken und das Auto und was weiß ich was. Also ihr seid dann gut versorgt und von daher wäre es unter Umständen auch, wenn man nicht so viel Geld ausgeben kann und will, schon mal eine gute Maßnahme, zumindest mal das zu machen. Dann ist man zumindest mal energetisch schon mal sehr gut versorgt. Die Zirbeldrüse, auf was hat die denn alles Einfluss? Warum ist die so wichtig? Die Zirbeldrüse, ja, wir sind jetzt auch mit den Themen, wie kann ich von außen helfen, auch erstmal durch. Die Zirbeldrüse ist ein sehr interessantes Organ und ist fast genauso wesentlich für unser gesamtes gutes Funktionieren wie die Atlasregion, nur auf eine ganz andere Art und Weise. Sie koordiniert zunächst einmal unsere Fähigkeit zu denken. Und zwar deswegen, weil sie das Verstandesdenken mit der Herzensintelligenz und mit dem ahnenden Bauchgefühl verbinden kann. Dazu ist sie in der Lage. Und dadurch haben wir umfängliche Möglichkeiten des Denkens. Das ist das, von dem ich annehme, dass das gemeint war, als Rudolf Steiner vom leibfreien Denken gesprochen hat. Der hat nicht vom reinen Verstandesdenken gesprochen, sondern da kamen diese Elemente hinzu. Und wenn die zusammenkommen, jedes von denen alleine ist im Grunde hilflos, ja? Aber wenn diese 3 Elemente, Herz und auch nicht nur die Herzensintelligenz, auch die Herzhaftigkeit, ja? Der Mut, der aus dem Herzen kommt, der aus dieser Intelligenz entspringt, Bauch, ahnen, fühlen, so diese mondenhafte Energie. Und der Verstand, der linear die Sachen hintereinander packen kann. Wenn die 3 Elemente zusammenkommen, dann habe ich eine Möglichkeit des selbstständigen Denkens. Und der deutschsprachige Raum hat da ganz tolle Philosophen, die sich damit besonders auseinandergesetzt haben in früheren Jahrhunderten. Kant zum Beispiel mit der Aufklärung. Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Und die Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen, sagt er. Es geht noch ein bisschen weiter, das Ganze. Ich zitiere jetzt nicht das Ganze. Aber es geht darum, wieder selbstständig zu denken. Und das haben wir, aus welchen Gründen auch immer, systematisch verlernt. Und im Zuge dessen und dann noch durch die Giftstoffe, die so in unserem Umkreis sind und durch Stoffe, die man der Nahrung beigegeben hat, weil man gedacht hat, das wäre vielleicht gut oder was auch immer der Grund ist sie noch weiter geschwächt. Und dann ist es so, dass sie sich verkleinert und dass sie wie in einer Art Kalkmantel, das sage ich jetzt als Laie. Ja. Bitte alle Ärzte, ihr rauft euch jetzt die Haare, ja? Ja. Aber nur so kann ich es mir vorstellen. In einer Art Kalkmantel sich befindet. Und es geht darum, dass sich diese, wie bei einem wunderschönen Diamanten, ja, dass sich das, was da drumherum ist, auflösen kann und wieder kann. Bei einem der Interviews, die ich gemacht habe, war der Titel dann die Zirbeldrüse behandeln oder nicht mal behandeln. Es ging darum, befreien oder irgendwie sowas. Das
kann und sollte kein Mensch tun. Es geht darum, ein Angebot zu machen, damit die Zirbeldrüse sich lösen kann aus dieser Ummantelung und damit sie langsam wieder wachsen kann. Das ist so ein bisschen wie so eine Rosenknospe, die in den grünen Umblättern ist, ja, und dann so langsam wach wird. Und wenn man das jetzt auseinanderreißen würde, das ist sogar ein gutes Beispiel dafür, dann könnte man die Blume gerade wegschmeißen. Man muss warten, bis sich das entfalten kann. Das ist ein Prozess. Und der kommt von innen heraus. Und der kommt von innen heraus, wenn die Blüte, bleiben wir mal beim Bild, reif ist zu erblühen. Vorher hat das gar keinen Sinn. Und deswegen sind alle diese Klangcodes immer ein Angebot, damit die Zirbeldrüse, wenn sie sowieso im Prozess ist, Unterstützung bekommt. Und das Geheimnis ist, sie ist bei den meisten von uns im Prozess. Weil sie ja auch verantwortlich ist dafür, dass wir wieder anders wahrnehmen können. Nicht nur anders denken, sondern auch anders wahrnehmen können. Und es ist ja so, dass immer mehr Menschen immer mehr wahrnehmen, wenn sie sich dafür öffnen. Ja, dann muss man sich für öffnen, sonst geht's nicht. Wenn sie sich dafür öffnen, was hinter den Dingen ist. Ja, dass sie immer mehr spürend wahrnehmen können. Im Sinne einer Hellsichtigkeit, im Sinne einer Hellfühligkeit. Die Anlage haben wir alle. Und die Zeit arbeitet für uns und sorgt dafür, dass immer mehr Möglichkeiten dieser Art entstehen. Und in dem Zuge möchte die Zirbeldrüse aktiver werden. Und da bekommt sie dann die Unterstützung, sich zu mehr und mehr von dem, was sie daran hindert, zu befreien. Und gleichzeitig dann auch die Verbindung herzustellen, weil ohne das geht's dann auch nicht. Ja? Toll. Wir haben schon gewisse Erfahrungen gemacht auf diesem Gebiet und ich habe von 2 der Leute, die ich ausgebildet habe, Erfahrungsberichte mitgebracht. Schön. Und die würde ich gerne, dass ihr die auch mal hören und sehen könnt, damit ihr seht, dass nicht nur ich hier was vom Pferd erzähle oder vom Menschen oder von der Zirbeldrüse, sondern dass da wirklich was in Bewegung kommt. Und dann erzähle ich gleich auch noch mal eine Erfahrung, die ich selbst gemacht habe. Hallo, ich bin Karin Angelika. Als Klangcode-Therapeutin durfte ich in den letzten Jahren häufig die wunderbare, heilsame Wirkung der Klangcodes miterleben, bei mir selbst und bei meinen Klientinnen. Besonders gerne oder besonders schätze ich in der letzten Zeit auch die Klangcodes für die Zirbeldrüse, weil dadurch das intuitive Wahrnehmen, was in jedem von uns angelegt ist, unterstützt wird und gerade das in der heutigen Zeit sehr, sehr gebraucht wird. Bei mir selbst habe ich erlebt, dass sich durch die Aktivierung der Zirbeldrüse die Intuition, die ich vorher schon hatte, verstärkt hat, dass sie noch klarer wurde, dass ich mehr in meiner Mitte bin und dass das Vertrauen gestärkt ist in das, was ich intuitiv wahrnehme. Es fällt mir deutlich leichter, das, was ich als wahr erkannt habe, zu vertreten, auch wenn um mich herum andere Meinungen vorherrschen. Und es fällt mir auch deutlich leichter, die Sachen, die ich erkannt habe, in die Tat umzusetzen. Ja, und bei meinen Klientinnen habe ich miterleben dürfen, dass sie direkt nach der Behandlung sich viel klarer und in ihrer Mitte gefühlt haben und dass sie die Behandlung als eine Reinigung auch empfunden haben, als sanften, reinigenden Wasserfall, was daran liegt, dass auch auch kurz dafür gesungen werden, dass Energiezentren gereinigt werden tatsächlich. Ich wünsche mir, dass die Klangcodes für die Zirbeldrüse noch für viele Menschen wirken dürfen, dass viele das miterleben dürfen. Ich habe die Zirbeldrüsenbehandlung als besonders intensiv und tiefgehend empfunden und erfahren. Jahrelang konnte ich überhaupt nicht träumen. Das geht jetzt wieder.
Und außerdem habe ich wieder zu meiner Intuition zurückgefunden und darüber bin ich auch natürlich sehr froh und sehr glücklich. Und ich kann sogar berichten, dass es mit jeder wiederholten Behandlung auch noch weiter sich vertieft. Ich bin gespannt, wohin das noch führt. Ja, und jetzt meine Erfahrung. Ein guter Freund von mir, der war als Volontär bei einer meiner Sitzungen, bei der Ausbildung zur Arbeit mit der Zirbeldrüse, worüber ich gleich auch noch ein bisschen was sagen möchte. Und der hat diese Behandlung bekommen und naja, wie Männer so sind, nicht? Wir kommen mal und machen das mal und gucken mal, was passiert. So, und dann hat er sich da behandeln lassen und dann hat er schon während der Behandlung gemerkt, irgendetwas ändert sich bei ihm. Sehr feinfühliger Mann. Und dann ist er aufgestanden und hat gesagt, wow, also irgendwie hat sich was in meiner Wahrnehmung verändert. Und ich kenne ihn ein bisschen, wir haben eine ganze Zeit lang auch ziemlich viel Kontakt gehabt und öfter telefoniert und der sagte, das geht immer noch weiter, dieser Prozess. Und der hatte wirklich nur einmal bis dahin eine Behandlung bekommen und eine Anregung für seine Zirbeldrüse und sein System war einfach bereit für diese Öffnung. Und dann geht das immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Ja, also kann ich nur bestätigen. Ich hatte ja auch bei dir schon mal eine Sitzung mit der Zirbeldrüse und es war wirklich auch extrem, was danach so, was ich mehr sehen konnte. Also war wirklich cool, ja. Und vor allen Dingen, ich glaube wirklich auch dieses, das Thema ist immer bei solchen Behandlungen, dass der Mensch ja vergisst, was er davor konnte. Ja. Also das entsteht so eine Selbstverständlichkeit, wo man eigentlich immer fragen müsste, naja, gerade mit dem Thema hat sich was verändert, dann gibt es einen rationalen Typ, der sagt, nö. Ja, ja. Aber wenn man dann genauer fragt, dann kommen dann doch schon ein paar Sachen raus, wo man denkt, naja, das war jetzt davor nicht so. Oder wie machst du so die Erfahrungen gerade in diesen aber bei der Prozessen? Zirbeldrüse ist das oft so deutlich, weil man das vorher eben lange Zeit nicht hatte, außer in der Kindheit vielleicht, dass es einfach, dass die Menschen das doch dann meistens schon merken. Also so, und jetzt gibt's also zwei Möglichkeiten. Das Thema war ja, wie kann ich mir selber helfen, auch über die Klangcodes. Und wie kann mir geholfen werden? Und das ist eben beides möglich, auch ganz gezielt durch die Klangcodes. Einmal hatten wir ja jetzt die Pakete, wie man flankierend sich unterstützen kann. Jetzt gibt es ein Paket zur Selbstheilung, zur Selbstunterstützung, wo man eben Videos von mir hat, wo man dann Klangcodes bekommt und eine Anleitung, wie man mit diesen Klangcodes für sich selber arbeitet. Das ist ein Paket, mit dem alleine kann man auch schon sehr viel erreichen, wenn man das möchte. Aber es ist natürlich auch immer schön, wenn man die Möglichkeit hat, nochmal eine Behandlung auch direkt zu bekommen. Jetzt ist die direkte Behandlung im Sinne von, du sitzt mir gegenüber, im Moment ja ein bisschen schwierig. Aber das geht wie auch die Atlaskorrektur sehr leicht auch online zu machen und fast alle Leute, die ich ausgebildet habe, arbeiten inzwischen auch online. Das heißt, da kann man sich einfach dann jemanden aussuchen, dessen Gesicht einem gefällt und kann sich dann einfach mal behandeln lassen. Zur Not könnt ihr mich auch anrufen, aber bitte nicht in großen Mengen, sonst kann ich das nicht bewältigen. Dann kann ich jemand empfehlen für bestimmte Situationen. So, und diese Ausbildung, um selber mit der Zirbeldrüse zu arbeiten, die ist sozusagen das Highlight nach der Grundausbildung Klangcode-Therapeut. Warum? Weil zunächst mal es hilfreich ist, auch die Atlaskorrektur durchlaufen zu haben, bevor man mit der Zirbeldrüse gearbeitet bekommt. Und von daher ist gut, wenn der Klangcode-Therapeut eben das auch kann und dann mit der Zirbeldrüse arbeitet. Und das ist eben auch noch ein Hinweis, was man für sich tun kann. Den Atlas mal besingen lassen, damit der sich neu finden kann. Dann vielleicht das eigene Paket kaufen oder aber sich auch erstmal die Zirbeldrüse besingen lassen und dann das Paket kaufen. Das sind so all die Dinge, die man machen kann. Jetzt bin ich natürlich gespannt. Hast du uns da vielleicht eine
Kostprobe von den Ja, Codes? ich kann euch 2 von den ganz wesentlichen Klangcodes, das ist ein ganzes Paket, weil da eben die Zirbeldrüse eben mit sämtlichen Systemen auch in Zusammenhang steht. Ja? Aber ich kann für dieses Anregen des Erblühens der Zirbeldrüse kann ich einen Klangcode für euch singen, das mache ich dann. Und für das Erblühen des Herzens. Die Sehr beiden, schön. die singe ich euch jetzt nochmal. Und das ist immer so süß, dass die Corinna das dann auch immer so richtig genießt. Ja, Das ist schön. ich freue mich immer. Gut, dann kommt jetzt erst der erste. Ja, vor allen Dingen, weil man halt, wenn man auch vor allen Dingen dir gegenüber sitzt, echt was spürt. Also es ist schon echt... Ja, sie hat das Privileg, sie darf mir gegenüber sitzen. ja, genau. Aber ich habe mir auch sagen lassen, dass man es auch wirklich über den Äther spürt. Also kannst die Augen ruhig schließen, zu sehen gibt es jetzt eh nichts. Und dann kannst du es auf dich wirken lassen. Viaduka, 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 Viaduka. Ayaya, 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 ayaya. Und zur Abrundung singe ich jetzt noch den Abschlusscode. Aium, 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 Aium. Awen, 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 Awen. Wunderschön. War ein toller Abschluss, liebe Elisabeth. Falls die Menschen doch noch mal ein bisschen mehr darüber wissen möchten, wo gibt es denn da die Möglichkeiten, sich zu informieren? Da gibt es zunächst mal die Website dao-tha.com, also dao-tha.com. Dann gibt es 2 Telegram-Kanäle, die findest du auch über die Website, da kannst du dann direkt klicken. Einmal Codes of Joy, der ist zweisprachig, Deutsch-Englisch, wo man einfach mal so locker Klangcodes kennenlernt und kleine Sprüche und so und Musik. Und von der Akademie, Data Klangcode Akademie, gibt es auch nochmal einen Kanal, wo einfach die neuesten Videos über Erfahrungen drauf sind und dann vor allen Dingen auch die Veranstaltungen und die Interviews. Die setze ich da auch immer drauf. Sehr schön. Vielen Dank, liebe Elisabeth, dass du heute da warst. Ich bin noch ganz verzückt von deinen Klängen und ja, bis hoffentlich bald mal wieder. Gerne. Ja. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, es hat Sie auch so zu Hause inspiriert, auf die Codes noch mehr achtsamer mit diesen Klängen umzugehen oder vielleicht auch weiter zu recherchieren. Wir haben auf jeden Fall noch weitere Interviews mit Elisabeth Westermann, wo einige Codes auch gesungen worden sind, auch für Tiere. Die finden Sie alle auf unserer Webseite www.qs24.tv. Und ich wünsche Ihnen eine wunderschöne Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.